Wir haben heute Waschtag. Wir haben die Wäsche frisch gewaschen, das Auto ausgeräumt. Wir haben heute zum ersten Mal Tisch und Stühle aufgebaut und unsere sexy Plane. So sieht das Ganze von weiter weg aus. Wir sind hier auf einem Campingplatz in Wanganui und haben heute noch mal eine Nacht dazu gebucht, weil es uns hier echt gut gefällt. Da drüben kann man zum Strand gehen. Und wir brauchen ganz dringend Vorhänge, damit uns niemand beim Schlafen zugucken kann. Und wir haben hier noch so ein altes Laken. Da hat Timo jetzt eine Ecke abgeschnitten und die Kordel versucht er jetzt da durchzufummeln. Wir sehen, es funktioniert. Ich würde sagen, wir messen erstmal aus, weil wir brauchen jeweils 2 Stücke. Die würde ich jetzt abmessen, dann können wir das zurechtschneiden, auch von der Länge her. Und dann können wir das nochmal da durchfummeln. Es freut mich sehr, weil ich habe mich schon darauf eingestellt, hier nähen zu müssen. Thank God. Der erste Vorhang hängt und funktioniert. Zeig mal. Ach ja, schön. Direkt, zack, Privatsphäre. Keiner kann mehr Timo in den offenen Mund gucken beim Schlafen. Und jetzt kommt direkt die andere Seite dran, weil es so gut geklappt hat. Damit mir keiner mehr in den offenen Mund gucken kann beim Schlafen. Weil das ist meine Seite. Nein, das ist nicht. Wir wechseln uns ab, weil das Problem ist, durch die Holzdinger hier unsere Ablage, ist die Seite, da rollt man immer ein bisschen so in die Mitte rein. Und auf der anderen Seite ist das nicht so. Deswegen haben wir gestern uns vielleicht schon ein bisschen gekäppelt, wer auf die Seite darf. Und dann haben wir uns geeinigt, nicht wahr? Dass wir uns jeden Tag abwechseln. Du hast dich geeinigt darauf. Wir haben uns geeinigt. Wir haben lange diskutiert. Kompromisse finden. Das ist das A und O, wenn man zusammen im Auto leben möchte. Ich kann dir in der Zwischenzeit ja auch mal erzählen, wir haben nämlich einen Haussitter-Job wiederbekommen und passen für 3 Wochen im Juni bis Anfang Juli auf 2 Hunde auf, 2 Jagdhunde, auf so einem riesigen Grundstück in Fairlie. Das ist in der Mitte von Queenstown und Christchurch. Und da werden wir für ein paar Wochen leben. Und heute haben wir noch ein House-Sitter-Interview für einen House-Sitting-Job, auch für 2 Hunde, allerdings in Christchurch, von Mitte Juli bis Mitte August. Das wäre ziemlich cool, wenn wir den auch kriegen würden. Dann müssten wir nämlich im Winter hier nicht im Auto pennen, wenn es da schneit. Und der zweite Vorhang hängt auch. Schick. Durch die 2 Schlaufen verbinde ich das gleich noch. Da kommt dann die Lichterkette drum und dann wird das aber auch alles noch was strammer. Ja, zeig mal, wie es aussieht, wenn es ach, schön. Wunderschön. Zack, und die Vorhänge hängen. Schön. Und das alles haben wir aus einem alten Laken gemacht, was schon im Auto war. Wir haben zum Glück noch eine zweite Lichterkette, weil die erste ist ein bisschen kaputt gegangen. Die machen wir jetzt nochmal hier dran, damit es romantisch wird. Gemütlich. Auf der anderen Seite, wenn du sowas liest, du weißt ja sofort, dass das nicht geil ist. Also niemand liest da so eine Anzeige und denkt sich, ach krass, ja. Karre ordentlich gemacht. Heute verlassen wir den Campingplatz in Wanganui und fahren nach Wellington. Da haben wir einen Termin, um unser Auto self-contained zu bekommen. Das heißt, wir wollen hier ungefähr
noch eine Toilette einbauen. Wir müssen uns darum kümmern, dass die Wassercontainer hier hinten für die Waschbecken richtig angeschlossen sind. Hier haben wir einmal Frischwasser, ist Abwasser. Das heißt, dass der Schlauch hier richtig an den Kanister angeschlossen werden muss. Und dann müssen wir gucken, ob wir vielleicht den Schlauch hier austauschen für Wasser. Mülleimer haben wir schon besorgt. Und dann lassen wir uns mal überraschen, was die anderen Regulationen noch sagen, um unser Auto self-contained zu bekommen. Das wäre ganz geil für die andere Insel, für die Südinsel, um tatsächlich dann auch überall campen zu dürfen, ohne auf den Campingplatz zu müssen. Und das ist auch alles ein bisschen günstiger dann, vor allem, weil keiner Campingplatzgebühren zahlen. Das ist es. Das einzige Ding, was dann wäre, wir hätten dann halt keine Dusche und nichts mehr. Aber ansonsten mit Tisch, Stühlen und Küche und im Bett und allem drum und dran sind wir eigentlich relativ gut aufgestellt. Das heißt, wir können jetzt die nächsten 2 Monate locker hier in dem Auto wohnen. Gestern haben wir die Dinger hier geklebt, die Gummis sind wieder dran. Die Seitenverkleidung haben wir wieder dran geklebt. Den Getränkehalter haben wir repariert, den habe ich leider ein bisschen zu gut repariert. Jetzt geht er nicht mehr zu. Jetzt kann man den nur noch hier ranschieben. Naja. Unter anderem haben wir gestern noch Zusage für einen anderen House-Sitter-Job in Christchurch bekommen. Das heißt, dass wir da einen ganzen Monat in einem Haus bleiben können, um auf 2 Hunde aufzupassen mitten in der Stadt. Das Geile ist, das ist halt ein historisches Haus, 100 Jahre alt, also alles so sehr stylisch auch eingerichtet mit einem Whirlpool und allem drum und dran. Und da hatten wir gestern ein bisschen was zu feiern. Deswegen sehen wir heute sehr verquollen aus. So ist es. Das ist unser neues Leben. Schon wieder hat die Chiara eine Katze gefunden. Schon eine dicke Katze diesmal. Ich habe die hochgehoben, die ist ganz schön schwer. Hello aus Windy Wellington. Hier ist heute schönes Wetter. Und es gibt ein paar Neuigkeiten zu Harald. Harald hat jetzt nicht nur Vorhänge, sondern er hat auch seit einiger Zeit so ein Zeichen aufgeblinkt. Und wir haben versucht zu recherchieren und haben aber nichts gefunden, da Harald schon fast ein Oldtimer ist. Und jetzt hatten wir einen Termin zum Self-Containment und uns fehlt noch eine Toilette und wir brauchen bessere Abwasseranschlüsse mit so einem Ventil, so einem Geruchsventil. Und wir haben dann online hier eine Garage gefunden, wo wir hingefahren sind, und der Typ hat uns echt gut beraten, dass so eine Toilette reinpasst, dass die eine eigene Box hat, damit wir diesen Sticker kriegen, und natürlich halt auch, dass der hinten, dass diese Anschlüsse dran gemacht werden. Und er kannte sich auch ein bisschen mit Toyotas aus und meinte direkt, ja, das ist ja Radiator und das kann halt mit unserem Cooling-System vom Harald zusammenhängen, und hat uns noch eine Werkstatt empfohlen, wo wir direkt danach hingefahren sind, und da haben wir jetzt morgen früh einen Termin, damit Harald mal geprüft wird, ob auch alles in Ordnung mit ihm ist. Genau, das steht jetzt hier an, bedeutet aber für uns auch, dass wir jetzt 2 Wochen hier bleiben werden, um dann hoffentlich aus Wellington auf die Südinsel zu fahren mit einem Self-Containment-Sticker. Genau. Und am Ende können wir das Auto vielleicht für ein bisschen mehr Geld verkaufen, als er noch wert ist. Also ja, das steigert den Wert, aber nicht auf Materialbasis, sondern auf das, was man mit dem Auto dann machen kann. genau. Das ist der Plan, drückt uns die Daumen, weil wir ziemlich hin und her gerissen waren, was wir jetzt machen. Sollen wir das machen? Lohnt sich das nicht? Heute Morgen Aber 3 Stunden überlegt und geplant und hin und her gerechnet, die Fähren-Tickets verschoben, damit wir genügend Zeit haben, um hier Post zu empfangen, ohne postalische Anschrift. Und ja, jetzt ist nicht so einfach. schlafen wir erstmal 3 Nächte in einem Airbnb. Natürlich das günstigste. Katastrophe wieder, aber
Ist auf jeden Fall verkraftbarer als Ich irgendwie fand 70 Euro die Nacht zu bezahlen. ich fand deine Beschreibung von einem runtergelebten WG-Haus ist sehr passend. Genau. Und jetzt, heute ist das Wetter hier wunderschön. Gestern hat es hier geregnet, deswegen werden wir heute uns ein bisschen entspannen und Wellington erkundschaften. Bisschen größer. Ich habe noch nie ein Loch in ein Auto gebohrt. Fühlt sich ein bisschen falsch an. Perfekt. Warum müssen wir es machen? Für das Abwasser, damit es nicht stinkt, damit der Schlauch einmal da drunter und hochlaufen kann, damit der stinkige Geruch unten raus kann und sich nicht in unserem Auto fängt. Gebaut, da kommt noch eine Box für sie drum und dann kann Timo hier immer in Ruhe morgens einen abseilen. Schön neben dir, wenn du noch schläfst. Setz dich mal probemäßig hin, damit auch alle glauben können, dass das passiert. Ja, perfekt. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie entspannt ist das? Schon relativ entspannt. Ja, man sieht nichts, das ist so dein Gesicht. Nein, jetzt sieht man gar nichts. Vielleicht noch deinen Hintern. So, das ist der Zwischenstand. Wir haben jetzt hier ein Loch. Timo hat es gerade mit Silikon festgemacht. Das führt hier hoch. Und hier rein, das ist für den Geruch. Das kann man dann hier einfach abmachen, wenn wir dann das Wasser lösen müssen. Hier kommt das Abwasser rein und läuft da in den Container. Und wenn wir den leeren müssen, können wir hier einen Wasserstopp, das zudrehen, das hier aufmachen, das hier abmachen und den Container rausnehmen. Jetzt müssen wir den wieder da rein. Dann muss das Ganze noch festgestrappt werden, das ist festgemacht, damit das beim Fahren nicht hin und her wackelt und dann sind wir hier unten fertig. Die Umbauten am Auto haben genügt, um den Self-Contained-Sticker zu erhalten. Damit haben wir den Test bestanden. Der Sticker für das Auto sowie ein Zertifikat soll uns innerhalb der nächsten Woche per Post zugeschickt werden. Jetzt heißt es warten und in der Zwischenzeit Wellington erkundschaften und genießen. Fly so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky